Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute geht es um ein Thema, wozu ich mich auch einfach mal äußern muss. Ja, weil es halt wirklich zu einem sehr unpassenden Zeitpunkt mal wieder ausgegraben worden ist. Ja, wer nicht weiß, worum es geht, und zwar Dreamscape hat in sein Video gestern ein Thema ausgegraben, was wirklich schon sehr, sehr alt ist. Ja, und darum geht es unter anderem auch um die Thematik oder um die These, die damals schon für sehr viel Furore und Beef und Drama und so gesorgt hat in der Shakes and Fidget Szene. Und ich das damals schon sehr lächerlich fand und heute, muss ich dazu sagen, immer noch sehr lächerlich finde. Und das Ganze kann man auch ganz einfach widerlegen. Jetzt ein Handbeispiel von mir jetzt nur. Es geht darum, dass YouTuber oder Content Creator oder generell Leute, die ein Profilbild, ein Avatar besitzen, einen Customized Avatar von Shakes and Fidget, dass diese Leute bevorzugt werden und dass diese Leute eine höhere Fundchance auf Epics haben als Leute ohne spezielles Profilbild. So, das ist natürlich jetzt eine ganz schöne, krasse Behauptung und das kam schon damals auf und war damals auch schon wirklich, muss ich sagen, weiß ich nicht, ja. Also ich muss sagen, wer sowas wirklich daran glaubt, der ist halt wirklich lost in meinen Augen. Das muss ich halt mal wirklich dazu sagen. So, und anfangs will ich nochmal dazu sagen, kein böses Blut zwischen Dreamscape und mir, kein Beef, nix. Ich respektiere ihn, ich schätze ihn sehr. Ja, das will ich nur nochmal dazu gesagt haben, aber ich möchte hier mal ein paar Sachen zumindest mal aus meiner Sicht aufräumen, ja, und das Ganze bedarf wirklich nur einer Recherche von nicht mal einer Minute, dass man sagen kann, dass das ganze Thema, wie es damals war und heute immer noch ist, widerlegt werden kann. Jetzt nur mal anhand Beispiel von mir. Mein Avatarbild habe ich bekommen. Oder wir machen es erstmal so. In letzter Zeit habt ihr ja bestimmt auch mitbekommen, dass ich ziemlich viel Glück habe, was so meine epischen Gegenstände angeht und dass das eigentlich ja so irgendwie nicht sein kann. So viel Glück kann man gar nicht haben. So. Und das kommt jetzt natürlich diesem Video hier natürlich genau, das spielt dem genau in die Karten. Ne? Das ist genau zu dem Zeitpunkt hochgeladen, wo ich hier ankomme und unglaublich viel das Glück meines Lebens habe in den Shop, was Waffenglück und Epics generell Glück angeht. So, das Ganze ist natürlich sehr vorspielend für diese Thematik oder für dieses Gerücht, was im Umlauf ist. Und wir gucken uns das Ganze mal einfach an. Ich hatte das ja alles so mehr oder weniger festgehalten. Und zwar ging das etwa hier los, hier mit der heftigstes Waffenglück, da habe ich dann meine erste Waffe in der Quest bekommen. Dann hatte sich das Ganze, sagen wir mal einen Monat, es ist nicht ganz, 2 Wochen, sagen wir mal 2 Wochen hat sich das Ganze ziemlich hart gehalten und habe ziemlich viel Glück gehabt. Sehr viel Glück, sehr viel Glück, unglaublich viel Glück. So viel Glück hatte ich noch nie gehabt. So, dann kommt dazwischen mal wieder ein paar normale Videos. Gestern, natürlich, ja, nochmal das Video, wo ich nochmal eine Waffe gefunden habe. Und das hat natürlich jetzt auch nochmal Anreiz dazu verschaffen. So, dass das Ganze aber auch wirklich nur Highlights wie Deckenlampen sind, das muss ich euch nicht erklären. Ich schneide halt wirklich nur die Videos zusammen, wo halt wirklich gute Sachen drin vorkommen oder spannende Sachen. Und das sind nun mal so eine Sachen, wo ich halt mal aus der Reihe irgendwelche krassen Gegenstände finde. Und das auf 4 Servern. Das mache ich nicht nur auf einem Server, ja. Und deswegen ist das Ganze natürlich auch dahingehend schon ein bisschen gespreadet. Das ist nicht nur auf einem Account so, ja. So, jetzt kommen wir aber mal zum Hauptteil. Und zwar habe ich vor etwa einem Monat dieses krasse Glück gehabt mit den Epics. Und ja, da hatte noch niemand denn was davon auf dem Schirm gehabt. Von wegen, ach, der hat ja jetzt einen Avatar und ist ja klar, dass der bessere Sachen bekommt als wir, weil der hat ja einen Avatar. Das war hier noch nicht bekannt oder das wurde hier noch nicht thematisiert, sagen wir es so. Unter dem Video von gestern schon, weil dann nämlich schon das Video von Dreamscape aufkam. Jetzt gucken wir uns mal an, wann ich denn meinen Avatar bekommen habe. Ja, da müssen wir mal ein bisschen weiter runter scrollen. Ja, und dann haben wir hier
vor 4 Monaten habe ich etwa meinen Avatar bekommen. Da habe ich mein Charakterbild bekommen und dann kann man einfach mal in der Zwischenzeit gucken. Klar, ich habe hier mal ein Video dazwischen, wo ich mal hier eine neue Waffe im Shop gefunden habe. Im Shop, ja, und nicht in irgendeiner Quest oder so. Und dann gucken wir uns mal die Zwischenspanne da an und wir sehen, dass hier wir nicht gerade so sehr viel Glück haben. Das ist komisch, weil ich habe ja seit 3 Monaten in dem Zeitraum dazwischen ja schon ein Charakterbild und jetzt erst auf einmal habe ich so ein Glück. Wo soll das denn auf einmal herkommen? In der ganzen Zeit habe ich nicht so viel Glück gehabt und auf einmal kommt das. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ganze Glück, diese ganze Glücksthematik, es ist so. Ich habe vor meinem Charakterbild nicht gerade sehr viel Glück gehabt. So, wirklich nicht sehr viel Glück. Wer mich schon länger verfolgt, die werden wissen, ich habe wirklich sehr viel Pech eigentlich, normalerweise. Ja, ich habe wirklich sehr, sehr viel Pech, was so Gegenstände, ja, und generell Glück in Shakes and Fidget angeht, habe ich wirklich sehr viel Pech. Und das hatte sich auch 3 Monate, nachdem ich mein Charakterbild bekommen habe, nicht geändert. Ja, und jetzt habe ich halt eine wirklich sehr, sehr lange Durststrecke hinter mir und habe jetzt im letzten Monat das Glück meines Lebens in Shakes and Fidget, was ich vorher noch nie hatte. Jetzt ist aber das Ding, jetzt habe ich ein Profilbild. Ja, was soll ich dazu sagen? Aber wie gesagt, da liegen auch 3 Monate dazwischen und ja, das ist einfach das Ding. Es brauchte wirklich nur eine kleine Recherche und dann kann man das anhand von mir zum Beispiel jetzt schon widerlegen. So, dann hatte er noch erwähnt gehabt, dass er es von einer Person wohl weiß oder eine Person hatte ihm wohl gesagt, dass seitdem er das Bild hat, er wirklich ja, jeden Tag ein Epic findet oder so. Und ich finde es ziemlich grenzwertig, dass anhand von einer Person, die ein Charakterbild jetzt bekommen hat, dingfest zu machen, so eine Theorie wieder auszugraben und aufzustellen. Denn nämlich bei deiner Reichweite Dreamscape kann das Ganze nämlich schon ziemlich fatale Folgen haben, denn Leute glauben das natürlich auch, vor allen Dingen im Zusammenhang jetzt mit dieser Thematik, mit der Server-Boykottierung, ist das natürlich nochmal ein Grund mehr, nochmal dort mitzuhelfen, wo ich übrigens auch natürlich auch Teil dieser Revolution, dieses Boykottierens bin. Also ich werde auf dem Server auch nicht spielen, ich unterstütze das Ganze, ja. Und das feuert natürlich das Ganze nochmal durch diese Thematik nochmal enormst an. So, und ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach, sich auf eine Meinung zu berufen und dann eine subjektive Theorie in den Raum zu stellen, auszugraben, die schon verjährt ist, guck mal, du hättest es einfach so machen können, du hättest einfach anhand von einer Person, die du dich darauf berufst, hättest du einfach mal vielleicht mich auch fragen können oder vielleicht auch mal ganz viele andere Leute fragen können, bevor ja, die ein Charakterbild haben, bevor du ein Video hochlädst und über diese ja, Thematik sprichst, wo du halt selbst nicht genau weißt, ob die wahr ist oder nicht. So, das sorgt halt nur für mehr ja, Aufbauschung in der Szene, so, was du vielleicht auch damit verursachen möchtest, ich weiß es nicht, ja, aber bevor du sowas ja, machst, dann horch dich doch einfach mal bei anderen Leuten mit Charakterbild um, ob das vielleicht bei denen genauso ist oder ob das vielleicht jetzt nur bei ihm auch so ein Glücksfall war wie bei mir jetzt letzten Monat. Das kann ja auch sein, dass er auch gerade sehr viel Glück hat. Ja, es ist so, es ist nun mal ein Glücksspiel. So, aber ja, das nur dazu. Wie gesagt, vorher vielleicht mal überall ein bisschen umhorchen, bevor man dann so ein Video hochlädt. Ich weiß, ja, jeder macht mal Fehler. So, ich selbst will mich da auch gar nicht irgendwie gut reden. Ja, keine Ahnung, ich will da auch nicht großartig ja, jetzt hier als der dastehen, der jetzt hier immer recht hat oder so. Auf gar keinen Fall. Ich mache auch Fehler. Aber ja, bei der Reichweite ist es halt einfach so, wenn du jetzt so eine Thematik in den Raum wirfst, dann schwappt das natürlich sofort zu mir über und ich werde dann auch gelöchert mit Fragen. Kriegst du denn auch so viele Epics in den Arsch geschoben, weil du ein Charakterbild hast? Jetzt überspitzt gesagt, hat keiner geschrieben, aber so ungefähr. Hast du denn auch mehr Glück? Du hast ja ein Charakterbild und so. Und natürlich
Natürlich kommt das zu diesem Zeitpunkt, ich weiß auch nicht genau, warum jetzt gerade so eine Thematik entsteht, kommt es zu diesem Zeitpunkt, wo man perfekt sagen kann, ach, guckt euch mal den Dorze an, der hat so viel Glück, ja, aber dass das wirklich nur in letzter Zeit passiert ist und davor wirklich lange Flaute war, das beachtet halt keiner, so, ja, das nur mal dazu gesagt. Dann die ganze Sache mit Unge und sowas damals, das ist halt, wer sich, ja, keine Ahnung, wer schon ein bisschen länger dabei ist, der wird sich, denke ich mal, noch daran erinnern, dass ich das ein oder andere Mal mit Terra und Unge zusammen gelivestreamt habe, Shakes and Fidget. Und ja, demzufolge hatte ich ja auch ein bisschen Kontakt auch mit Unge. Terra hat natürlich mehr Kontakt mit Unge als ich, aber ich kann euch aus der Sicht dann auch sagen, dass das ganze Thema von damals mit diesem ganzen Rigged-Zeug, dass das Ganze hier Betrug ist und sowas, dass die beiden persönlich davon auch nichts gewusst haben und mit diesen ganzen Epics da hier vor Level 10 und sowas in dem Inventar kaufen und die dann da bevorzugt werden. Die beiden haben davon nichts gewusst und da muss es halt wirklich auch nur wirklich von Shakes and Fidget ausgehen, ohne bei den beiden jetzt nachzufragen oder bei den Leuten, die ein Charakterbild haben. Also das ist dann auch nochmal ein bisschen unwahrscheinlicher dadurch. Also wie gesagt, die ganze Thematik ist für mich einfach nur lächerlich und ich persönlich kann aus meiner Sicht behaupten, dass ich nicht mehr Glück habe durch dieses Avatarbild, nur in letzter Zeit, dass das Glück einfach meines Lebens habe, davor aber eine lange Durchstrecke hatte und man sich einfach bei anderen Leuten im Vorhinein nochmal informiert mit Charakterbild. Und es ist ja auch nicht so, dass die Leute, dass nur Leute, die ein Charakterbild haben, YouTube-Videos machen, sondern halt auch sehr viele Leute ein Charakterbild haben, die keine YouTube-Videos machen, die nicht Shakes and Fidget pushen und das sind halt die Leute, die halt die Charakterbilder gewonnen haben, ja. Und im Prinzip ist es, ja, was soll eigentlich diese ganze Thematik bringen, so dass die Leute bevorzugt werden, die ein Charakterbild haben, dass die mehr Epics bekommen. Im Prinzip soll es einfach nur den Zuschauern suggerieren, wie einfach es ist, Epics zu kommen anhand der Beispiele von ihren Lieblings-YouTubern, die so einfach Epics im Shop finden und das dann nachmachen wollen, die dann aber nicht solche Erfahrungen bei sich selbst machen können, weil sie einfach benachteiligt werden. So, das ist eigentlich der Grund dafür, warum das Ganze überhaupt so aufgekommen ist. Und das wäre natürlich ein heftiger Skandal, aber ich kann euch versichern, das Ganze ist nicht so. Gut, zumindest aus meiner Sicht und aus vielen anderen Sichten auch. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen Klarheit euch verschaffen. Und wie gesagt, alles Gute zu Dreamscape. Ich habe wirklich, ich respektiere ihn und wertschätze ihn auch wirklich sehr. Ja, und deswegen alles gut soweit. Ich wollte nur mal mit dieser Thematik aufräumen. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.